Chicken Wings, die alles toppen, was du bisher kennst. Knusprig, würzig, süß und pikant mit einem cremigen Dip. Also hol dir die Servietten raus. Das wird klebrig. Wir starten mit einem Kilo Hähnchenflügel. Tupft die Wings erstmals schön trocken, denn je trockener, desto knuspriger. Wenn du Schwierigkeiten hast, die Flügel zu trennen, kannst du einfach das Gelenk brechen. Dann siehst du schon, wo du schneiden musst. Jetzt geht's an den Rub. In eine Schüssel kommen 3 Teelöffel Backpulver. Ja, genau, das Zeug für Kuchen. Backpulver macht die Haut extra knusprig, weil es die Feuchtigkeit verdampfen lässt. Dazu fördert es die goldbraune Farbe. Also perfekt für Chicken Wings. Es kommen noch dazu einen Teelöffel Oregano und natürlich Salz und Pfeffer. Hier nehme ich ungefähr 1,5 Teelöffel Salz und einen Teelöffel Pfeffer. Die Wings kommen jetzt in die große Schüssel. Rub drüber und ab geht die Party. Schüttel sie gut durch, bis jedes Flügelchen so aussieht, als wäre es in Zauberstaub gefallen. Jetzt ab aufs Backgitter und nicht aufs Blech, weil wir rundum Knusperpower wollen. Danach ab in den Backofen für etwa 45 Minuten bei 200 Grad Umluft. Bei mir gelingen sie am besten im unteren Ofenbereich, aber jeder Ofen tickt anders, also check das lieber mal zur Halbzeit. Und falls du doch das Blech genommen hast, musst du die Wings nach der Halbzeit beenden. Aber mal ehrlich, wer hat den Bock drauf? Sei faul wie ich und nimm doch lieber das Gitter. Während die Wings im Ofen schwitzen, kümmern wir uns um die Marinade. In einem Topf lassen wir 100 Gramm Butter schmelzen, aber keine Panik, die Butter macht das schon von allein. Währenddessen schnappst du dir eine Schüssel und haust rein 2 bis 4 Knoblauchzehen, je nachdem wie sehr du mit einem Knoblauchatem beeindrucken willst. Dazu 1 bis 2 Chipotle-Chilis und 2 Esslöffel der Chipotle-Marinade. Wenn du nicht so scharf essen magst, kannst du die Chilischoten weglassen, aber gib unbedingt die Marinade dazu, denn wir brauchen das Raucharoma, weil es das Geschmacksprofil perfekt abrundet. Keine Chipotles, kein Drama. Du kannst dann einen Esslöffel geräucherten Paprikapulver nehmen. Aber ganz ehrlich, mit Chipotle wird's eine ganz andere Liga. Jetzt noch eine halbe Handvoll frischen Basilikum, Salz und Pfeffer nach Geschmack und 200 Milliliter Cola. Und hier kein Diätzeug, wir brauchen den Zucker, Baby. Daraufhin etwa 2 Esslöffel Honig. Übrigens, mit der Honigsorte kannst du dem Ganzen den letzten Schliff geben. Akazienhonig bringt zum Beispiel eine milde Süße, während Waldhonig einen kräftigeren, herberen Akzent setzt. Alles gut durchmixen und danach ab damit zur geschmolzenen Butter. Das Ganze köcheln lassen, bis es so richtig schön dickflüssig wird. Zwischendurch immer mal wieder umrühren und ganz wichtig dabei, tief einatmen. Dieser Duft haut dich um. Jetzt zum Blauschimmelkäse-Dip. In eine Schüssel kommen 100 Gramm Blauschimmelkäse, 100 Gramm Creme fraiche, 1 bis 2 gehackte Knoblauchzehen, einen guten Spritzer Zitronensaft und alles ordentlich durchmixen. Dabei gibst du so viel Zitronensaft nach, bis die Masse schön cremig wird. Danach fügst du noch ein wenig klein geschnittener Schnittlauch hinzu und schmeckst mit Salz und Pfeffer ab. Jetzt die Gemüsesticks, denn wir sind natürlich auch gesund. Eine Gurke in Streifen geschnitten und damit es nicht nur gut aussieht, sondern auch knackt, 2 Karotten und 2 Stangen Staudensellerie geschält und in Streifen geschnitten. Nach 45 Minuten holen wir die Wings raus und Alter, schau dir und hör dir das mal an. Aber Moment, wir sind noch nicht mal durch. Nimm die Marinade und wälze die Wings ordentlich darin, bis sie rundum bedeckt sind. Diese Wings sind einfach genial und haben wirklich alles. Und auf dieser Playlist findest du die besten Snacks für den perfekten Footballabend oder einfach jede Party.